Vor der Impfung war ich ein kerngesundes Mädchen. Ich bin geritten, war mit meinen Freunden unterwegs, war shoppen, konnte in die Schule gehen. Hatte einfach Spaß am Leben. Und jetzt bin ich krank durch die Impfung und jetzt sieht mein Leben einfach komplett anders aus. Das, was Elle passiert ist, das ist kein Schicksal, denn es gibt verantwortliche Menschen in der Gesellschaft, die das in Kauf genommen haben. Dass meine Tochter, dass Kinder, Jugendliche, Mamas, dass Menschen so krank werden können von dieser Impfung. Und das ist keine Geschichte des Lebens, sondern das ist eine Geschichte von Politikern, von Medien, von Pharmaindustrie. Am 3. August hatte ich starke Schmerzen in der Nacht und kam dann um 5:30 morgens als Notfall ins Krankenhaus, weil ich mein linkes Bein nicht mehr gespürt habe. Ich dachte teilweise, ich verliere jetzt mein Bein, weil ich konnte gar nicht mehr laufen. Ich habe mich zum Schlafzimmer von meinen Eltern gerobbt und dann sind wir halt ins Krankenhaus gefahren. Und in der Zeit ist mein Bein dick geworden und hat sich auch lila gefärbt. War das klar, dass es eine tiefe Beckenvenenthrombose war. Und es war ein kompletter Venenverschluss, da lief gar nichts mehr. Es war eine beschleunigte Zulassung. Es war eine Technologie, die wir bis dato nicht kannten. Und wir sollten Menschen impfen, die jung sind, die gesund sind und die vor allem durch die Infektion die am allerwenigsten Gefährdeten waren und die Krankheit gut überstanden haben. Und dann mit einer, ich sag mal, sozialen Indikation einer Impfung, schon alleine das ist ja etwas, was vollkommen neu war. Den Kindern die Freiheit zurückzugeben, fing die Spaltung an. Wir haben sicher 300 bis 400 Menschen gehabt, die uns aufgesucht haben mit dem Gefühl, sie haben seit der Impfung Beschwerden. Ich habe etwa 60 bis 80 EKGs, die bei vorher jungen, gesunden Menschen eindeutige Veränderungen oder Rhythmusstörungen gezeigt haben. Und ich habe auch circa so viele eingemeldet. Am Freitag besuchte Karl Lauterbach ein Impfzentrum im Erlebniszoo Hannover. Dort impfte er selbst 2 Kinder gegen das Coronavirus und bedankte sich bei den jungen Impflingen für ihren Mut. Ihr seid ein Beispiel für Erwachsene, finde ich ganz toll. Sehr gut. Also das ist die Myasthenia gravis, das ist eine Autoimmunkrankheit, die ist auch nicht heilbar. Also es gibt Medikamente, die zur Besserung führen können, aber es gibt keine Heilung. Und das wurde direkt nach der Impfung quasi ausgelöst. Wie ist das passiert? Haben die Ärzte da eine Erklärung dafür? Ne, die haben gesagt, dass das Immunsystem so angegriffen ist, dass dieses Immunsystem andauernd Antikörper produziert und nicht mehr stoppt. Man kann sich vorstellen, wenn sie rausgewaschen worden sind, hatten wir 10 Wochen zur nächsten Blutwäschezeit und dann waren wir bei 3 Wochen und jetzt reicht manchmal, dass wir eine Woche haben, nicht? Also dann brauche ich 2-mal die Woche. Und irgendwann hat man gesagt, wir können ja nicht überall zerstechen, es gibt keinen Platz mehr, wir müssen eine Dauerlösung haben, das Kind braucht dauernd Absorbationen. Ich weiß nicht, wo es endet, ob meine Tochter dann irgendwann nur noch an der Maschine hängt. Ich weiß es nicht. Und die Ärzte wissen es auch nicht. Egal, was wir fragen, heißt es, wir wissen es nicht. Und sobald ich aus Lebensgefahr raus bin oder wenn ich von der Intensivstation auf die Normalstation komme, sage ich auch, mir geht's gut.
es gibt einfach eine Besserung in dem, dass ich sagen kann, dass ich seit ein paar Wochen zu Hause bin. Sie haben es ja geschafft, als einziger Fall in ganz Deutschland, dass Sie zu 100% Anerkennung bekommen haben. Zum Glück. Ich habe den Antrag gestellt, in diesen ganzen schwierigen Situationen, zwischen Krankenhausaufenthalten, Klinik, Notsituationen, kleinem Baby. Und ich habe diese Anträge gestellt, ich habe gekämpft. Ich muss sagen, ich habe die richtigen Leute kennengelernt. Wir sind alle solidarisch mit Corona-Kranken, auch mit jenen, die noch länger darunter leiden. Wir sollten aber ebenso solidarisch sein mit jenen, die von der Impfung negative Konsequenzen haben. Und die gibt es mit Sicherheit. Und ich glaube, dass hier eine Gleichberechtigung existieren muss für jene, die die Infektion hatten und jene, die Folgen der Impfungen, wodurch immer die bedingt sein mögen, jetzt haben. Und wenn man also mit einer Impfung nicht die Infektion selbst verhindern kann, sondern vor allem die schweren Verläufe, dann müssten wir uns auch überlegen, ja, wen wollen wir dann impfen? Und jetzt bei einem Kind oder einem Jugendlichen, der wirklich kein schweres Komplikationsrisiko hat von Covid, muss man das in Bezug setzen zu einem gewissen Risiko, dass eine Impfung eben zu einer schweren Komplikation führen kann. Das Allerschlimmste ist, dass man sich ja bewusst ist, dass der Körper nicht mehr so funktioniert, dass der Kopf nicht funktioniert. Und dass man allein gelassen wird.